Und es ist die Verwirklichung eines Traums und sozusagen das Ende eines Aktes in deinem Leben. Du bist angekommen. Ich war 40 Jahre alt. Ich möchte Oliver Stone in der Sendung willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Die Sendung, Oliver. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Alex. Ehrlich, ich hörte gestern von Ihnen. Nun, hier sind wir. Ich weiß, es ist schnell. So habe ich von Ihnen erfahren. Ich habe etwas auf Facebook oder Twitter gepostet. Genau weiß ich es nicht mehr. Und Sie haben freundlich geantwortet, Ihr Interesse am Thema Kernenergie bekundet. Dass Sie Kontakt aufnahmen und mich einluden, in Ihrer Sendung mitzuwirken, war sehr nett. Und hier bin ich. Und das schätze ich sehr. Wie wir schon ein wenig vor Beginn der Sendung gesprochen haben, viele der Filme in ihrer Filmografie haben mein Leben tiefgreifend beeinflusst. In der Zeit, als sie in den späten 80ern und frühen 90ern bekannt wurden, arbeitete ich in einer Videothek. Ich habe damals wirklich unverschämt viele Filme gesehen und in jener Zeit waren sie besonders produktiv. Ich meine, es schien, als würden sie pausenlos Filme drehen. Fast jedes Jahr ein Film. 10 Filme in 10 Jahren. Ja, das war wirklich verrückt. Es war, als bekämst du jedes Jahr einen neuen Film und jeder wäre ein monumentales Werk von Platoon, Radio, Talk Radio, JFK, geboren am 4. Juli bis zu Wall Street und weiteren. Sie alle hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf mein Leben. Und ich verrate dir was, Wall Street hat mich enorm beeindruckt. Das war 1987, 1988. Ich kann dir genau vorsagen. Die Gierrede, ich habe sie auswendig gelernt. Seitdem habe ich nie verloren. Nicht, dass ich geübt hätte. Es blieb einfach präsent im Hinterkopf. Die Figur und ihre Umsetzung, der Film, ihre Kommentare zu diversen Themen waren bemerkenswert. Die Kommentare, ja, die waren interessant. Ich habe wirklich daran gearbeitet. Das war mir wichtig. Und viele Leute haben bemerkt, dass die Kommentare ziemlich bemerkenswert, recht tiefgründig. Das mag ich, denn es ist die einzige Chance, wenn Kritiker fertig mit dir sind. Im Waschraum auszuhängen, ist es wirklich schön, sagen zu können, hey, das war meine eigentliche Absicht. Vielleicht kam es nicht so rüber, aber ehrlich zu sich selbst zu sein. Und es hilft auch kreativ, weil es gibt dir Rückmeldung und sagt, okay, es gibt dir Rückmeldung und lässt dich darüber nachdenken, was du erreicht hast und was nicht. Und oft habe ich in den Kommentaren versucht, kritisch zu sein. Jetzt hast du das neue Buch Dem Licht hinterher. Ich bin schon etwas über die Halbzeit hinaus und bisher liebe ich es und ich kann es kaum erwarten, das Buch zu beenden und ich werde es jedem Filmemacher, den ich kenne, zum Lesen empfehlen. Also wollte ich damit anfangen. Die Anfänge deiner Karriere werden im Buch beleuchtet, das dich bis zu Platoon begleitet, wenn ich mich nicht irre. Genau, es endet mit Platoon. Danach hast du noch einige Projekte umgesetzt. Es waren nur wenige, aber nach Platoon kamen noch andere Filme. Die Geschichte deines Aufstiegs, das ist eine Erzählung, die ich zuvor noch nicht wirklich kannte. Mein Salvador und natürlich Conan der Barbar und Scarface. Einige ihrer älteren Filme auch. Aber meine erste Frage ist, können Sie den Leuten sagen, was ich für wichtig halte, wie viele Drehbücher Sie geschrieben hatten, bevor Sie Ihren ersten Film inszeniert haben? Nein, ich inszenierte meinen ersten Film, einen Low-Budget-Horror namens Seizure, den ich schrieb etwa 2 Jahre, nachdem ich 1971 die Filmschule verließ. Als Drehbuchautor und Regisseur in meinem Kopf, genau das wollte ich werden, mein Traum. Und Godard, Bono, die europäische Riege, die Italiener inklusive Fellini, die offensichtlichen. Sie waren Kulturvorreiter und ich wollte sein, was sie waren. Drehbuchautoren und Regisseure, die meisten von ihnen. Das Konzept faszinierte mich und ich war Schriftsteller, bevor ich Film studierte. Mit 19 schrieb ich Der nächtliche Traum des Kindes, veröffentlicht 1997. Das Schreiben war in mir immer stark ausgeprägt. Aber dann, nach meinem Einsatz in Vietnam, habe ich das im Buch dargelegt, wie du weißt. Die Intensität dieser Erfahrung erforderte Konzentration auf höchstem Niveau deiner physischen Sinne, Geruch, Sicht, Klang.
Du gehst im Dschungel und musst wirklich überall aufmerksam sein. Diese Intensität ist enorm. Irgendwie wurde das Kameraauge zu meinem. Nie zuvor hatte ich mich so auf die Kamera konzentriert. Sie war wie in meinem Kopf. Genau das wollte ich wiederholen, als ich dank des GI Bill, der meine Studiengebühren übernahm, zur Filmschule ging. Aber einen Kurzfilm zu drehen ist sehr chaotisch für die meisten von uns. Du musst die Zusammenarbeit aller deiner Kommilitonen gewinnen. Das ist nicht einfach. Es ist wie eine chinesische Kulturdiskussion. Wer in diesen 2 Jahren Filme gemacht hat, einige waren erfolgreich, andere nicht. Kurzfilme sind knifflig, aber sie sind eine eigene Kunstform und man lernt viel dabei. Man lernt viel über Körper und Technik. Sie produzieren, du schneidest, filmst und schreibst. Die meisten Jugendlichen interessierten sich nicht fürs Schreiben, was mich erstaunte. An der Filmschule war kein Drehbuchkurs verpflichtend. Überhaupt nicht. Das hat mich immer gestört, denn ich ging ja hin. Vielleicht sind ein paar Jugendliche auch gegangen, während ich in dieser Zeit Drehbücher schrieb. Und ich habe viel von diesen Lehrern gelernt. Sie waren wirklich gute Lehrer an der NYU. Ich habe viele Drehbücher gekauft und gelesen, da sie in den 60ern leichter erhältlich waren. Man las eher europäische als amerikanische Filmskripte. Interessant ist, dass das Filmstudium quasi mit europäischen Werken begann. Und nur über die 70er Jahre hinweg wurde es zunehmend amerikanisiert. Und schließlich begannen sie, einige Drehbücher zu veröffentlichen. Aber von einigen der großartigsten Drehbücher im amerikanischen Film habe ich nie Kopien gesehen, es sei denn, man geht zu den Studioarchiven. Da ist also eine große Lücke. Und Drehbücher. Der Drehbuchautor wurde irgendwie als Wurm im Hinterzimmer angesehen und der Regisseur war ein Star. Er trug immer einen Schal, Bertolucci. Am Set entwickelte er spontan seine Ideen. Es herrschte eine freie Form, Improvisation, die Spaß machte. Es war der Beginn von etwas Neuem. Und es gab nicht die Last des Geldes, das kommerzielle Druckgefühl, sein Geld unbedingt im System zurückverdienen zu müssen. Denn diese europäischen Filme wurden mit wenig Geld gedreht. Das war also das Umfeld, in dem ich mich bewegte. Aber ich war stets diszipliniert als Autor. Nach Abschluss der Filmhochschule, Taxifahren und diversen Jobs heiratete ich, durchstand das ganze harte Brot, um in der Filmbranche zu reüssieren, was sehr schwierig ist, selbst damals, vielleicht sogar noch mehr. Und in dieser Zeit schrieb ich weiter Drehbücher. Jedes Jahr setzte ich mir das Ziel, mindestens 1, 1,5, vielleicht 2 Drehbücher und ein paar Exposés zu verfassen, Material zu produzieren und es an Agenten zu schicken. Keine Antwort. Absagen, absagen, so läuft das. Wie viele? Ich erinnere mich nicht genau. Schätze zwischen 8 und 11. Plus detaillierte Exposés. Eines davon, der Covid-Ausbruch, das war meine erste Pause. Es hat verkauft. Die Option verkaufte sich beinahe im Mai. Ich arbeitete mit Robert Bolt, einem damals großartigen Drehbuchautor, bekannt für Chavago und Lawrence von Arabien. Wow. Bolt war ein ernsthafter Student und jene Art Drehbuchautor, der alles zu Papier brachte. Die Architektur war sichtbar. Jede Dialogzeile steht fest. Es ist eine ganz andere Art als in der Filmschule, wo man eher ein Exposé schreibt. Also war ich immer dazwischen. Ich versuchte, das komplette Drehbuch zu schreiben und gleichzeitig. Und als ich schließlich Regisseur wurde, im Geschäft. 86 mit Salvador, dann Platoon. Ich gab es nie auf, nutze es noch. Ich blieb der Drehbuchtreue verbunden, also das Skript schreiben, es maximal ausarbeiten. Auf Papier, bevor man umsetzt, habe ich diese Denkweise. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen das, machen nicht viel daraus. Und dann, also dein zweiter Film war Die Hand mit Michael Caine und es war ein Horrorfilm und ich fand es immer interessant, dass du deine Karriere als Regisseur mit 2 im Grunde genommen Horrorfilmen begonnen hast. Sagen Sie mir, wie Die Hand entstanden ist. Die Hand ist sehr ähnlich zu. Die Hand ist ein interessanter Film, der nächstes Jahr von Shout Factory auf Blu-ray neu veröffentlicht wird. Es wurde damals begraben. Der Film gefällt mir gut. Kürzlich sah ich ihn und fand ihn sehr interessant. Es ist ein psychologischer Thriller, basierend auf einem Buch von Mark Brandel, Die Geschichte der Eidechse, das ich gekauft habe. Doch er ähnelt Seizure stark, da beide eine ähnliche Handlung haben.
Die Protagonisten, Jonathan Fritt im ersten und Michael Caine im zweiten Film, ziehen durch ihre Gedanken Unheil an. Sie denken das Grauen. Sie denken das Grauen. Und im Fall der Hand glaubt er, dass seine Frau ihn verlässt. Und er wird wahnsinnig eifersüchtig. Und er sieht alles so, als er verliert seine Hand bei einem Autounfall. Er sieht es teilweise als ihre Schuld. Er sieht die Hand letztendlich als Waffe der Rache und als Waffe des Zorns, um Rache an denen zu üben, die ihm die Hand nahmen und an seiner Frau. Also, es ist recht abgefahren, sehr ambitioniert, auch visuell, für einen Erstfilm. Schwierig, Kleines groß zu inszenieren, wie einen Hai. Verrückt, es zu versuchen, doch es war eine Herausforderung. Es war schwierig für mich, vor der Hand. Du hast vergessen, dass ich 1977 als Drehbuchautor durchstartete. 8 mit Midnight Express, das war meine nächste Frage. Ja, okay. Ja, also Midnight Express tatsächlich. War Midnight Express das Projekt, das deine Karriere ins Rollen brachte? Ja, es hat mich in das Hollywood-Geschäft eingeführt. Ich war in New York, ich war am Ende. Ich habe es versucht, immer wieder versucht, zu wissen, wie man Ablehnungen einsteckt. Ich meine, ich habe Hunderte von Absagen bekommen. Es macht keinen Spaß. Ich meine, betteln zu müssen, kleine Jobs zu ergattern, hier und da Produktionsassistent, Arbeit beim Fernsehen. Ich habe fast ein Jahr lang gut bezahlt in einer Werbefilmfirma für Baseballfilme gearbeitet. Ich meine, ich habe versucht, es zu schaffen. Meine Frau, Gott sei Dank, arbeitete bei den Vereinten Nationen und hatte einen festen Job. So war das. Wir kamen über die Runden. Und ich muss sagen, ich habe oft fast die Hoffnung aufgegeben. Bis ich 30 Jahre alt wurde, spreche ich darüber im Buch. Mit 30 Jahren hatte man damals das Gefühl, man müsste seine Karriere begonnen haben. Wenn nicht, stimmte etwas nicht. Und ich fühlte mich, als hätte ich in meinem Leben versagt. Und ich erörtere das und warum. Und mein Vater, meine Mutter, meine Großmutter, all das spielt eine Rolle. Deshalb habe ich den Film mit Platoon beendet. Denn als ich letztendlich meinen Traum verwirklichte, einen internationalen Erfolg zu haben, der unvorstellbare Ausmaße annahm, meine ich, in jedem Land der Welt lief er, spielte großes Geld ein. Nummer 3 in Amerika, im Inland. Und dann noch dazu die Academy Awards. Und dann hat er gewonnen. Elizabeth Taylor steht da auf der Bühne und gibt mir einen großen Kuss. Sie war der Filmstar meiner Jugend. Als Frau war sie die glamouröseste. Also, das war alles unglaublich. Aber es war eine goldene Zeit und deshalb wollte ich das Buch abschließen, weil der Traum Wirklichkeit geworden war. Ich habe euch dargelegt, wie er erreicht wurde, wie viel Mühe und Ablehnung es brauchte. Ich dachte, es könnte für junge Menschen hilfreich sein, unseren Weg zu sehen, den ich in den 1970er Jahren ging. Heute ist es anders. Das System hat sich in vielerlei Hinsicht verändert. Heute ist es technisch einfacher, einen Film zu machen. Man muss sich nicht mehr zu Tode schinden. Mit der Videokamera ist es einfacher, Qualität zu schaffen. Du hast die Kontrolle. Es ist kreativer und die Techniken sind leichter zu nutzen. Doch es gibt Herausforderungen. Du stehst jedoch vor dem Problem, dass bei allgemeiner Beteiligung ein riesiges Volumen entsteht, bei begrenztem Vertriebssystem. Genau, richtig. Es ist einfacher, den Film zu produzieren. Das eigentliche Problem ist, Zuschauer zu finden oder ihn zu verkaufen. Genau. Ich habe gesehen, so viele junge Filmemacher haben mir Sachen geschickt. Ich habe Stapel von Filmen, die niemand anschaut. Und hier ein Talent, dort ein weiteres, überall Talente. Ich habe viele Filme gefördert, deren Macher eine gewisse Bekanntheit erreichten. Aber es hat nie funktioniert. Am Ende scheiterten sie. Es ist schwer, diese Hürde zu überwinden. Verbreitung und PR-Arbeit. Jetzt sprichst du drüber. Du bist ein Befürworter von Filmemachern. Könntest du etwas darüber erzählen, welche Rolle John Daly als dein Förderer gespielt hat? Ein Mentor ist ja bekanntlich in der Filmbranche besonders wertvoll. 1. Das Buch ist John gewidmet. Das Schreiben dauerte, mit Pausen, 3 Jahre. Es war viel Arbeit, das sage ich dir. Es ähnelt auf seine Art dem Machen eines Films. Und ich nehme das Schreiben wirklich ernst im Sinne von sorgfältiger Arbeit. Ich kritzele nicht einfach irgendwas hin, sondern suche gezielt nach Themen im Buch. Themen des Erwachsenwerdens, des in den Krieg ziehens, die Themen des
Beziehungen zu deinen Eltern, deiner Mutter und deinem Vater, deinen Großeltern, die Geschichte jener Zeit, was damals vor sich ging, vom Zweiten Weltkrieg bis Vietnam. Es gibt viele Konsequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich wurde direkt am Ende davon 1946 geboren. Meine Mutter war Französin. Mein Vater traf sie als Offizier in Paris während der Befreiung, heiratete sie und brachte sie schwanger Ende 45, Anfang 46 in die Staaten. Also, ich bin ein Kriegskind, nicht wahr? Meine Mutter war eine Einwanderin auf ihre Art. Aber John ist auch wirklich ein Einwanderer. Ich kam immer gut mit Einwanderern aus. Aus irgendeinem Grund, das amerikanische Filmgeschäft ließ mich einfach nicht meine Sachen erledigen. Es war so frustrierend, bis ich den war. Selbst mit dem Erfolg von Midnight Express war ich irgendwie ein schwarzes Schaf. Die Leute kannten mich als exzentrisch, jemanden, der Grenzen durchbricht, der versucht, Dinge zu sagen, anders zu handeln, der für dieses Vietnam-Drehbuch kämpfte, von dem alle sagten, ja, es ist gut geschrieben, aber wir wollen es nicht verfilmen. Es wird kein Geld einbringen. Also ich war eben einer dieser Typen, die als schwierig bekannt, nicht, dass ich verrückt sei. Es frustrierte mich enorm, dass es nicht voranging. Ich hatte Drehbücher für Geboren am 4. Juli und Platoon verfasst, doch keines wurde umgesetzt. Währenddessen entstanden Filme wie Apocalypse Now, Coming Home und Die durch die Hölle gehen. Sie waren gut, aber spiegelten nicht meine Fronterfahrungen wider. Coming Home war realistisch, drehte sich jedoch um eine Ehefrau in L.A. Die anderen beiden waren Blockbuster, doch sie spiegelten nicht meine erlebte Realität wider. Das könnte ich sagen. Michael Cimino arbeitete mit ihm bei Im Jahr des Drachen. Große Vision, napoleonische Ambitionen, aber fernab der Realität. Und so wurde Franz ebenso zum Paten. Wie auch immer, es war John, der sozusagen die Initiative ergriff. Nun, es ist nur so, dass ich weg war und quasi aufgeschmissen. Ich schrieb Scarface und obwohl es nun ein Klassiker ist, war es damals umstritten. Ich musste mit dem Produzenten kämpfen und er hat schlecht über mich und im Geschäft herumgeredet. Und offen gesagt, es war voller Obszönitäten und Gewalt und die Leute dachten, ich wäre verrückt. Ich hatte Mitternachtsfilme gedreht, Scarface, Conan der Barbar. Das waren harte, gewalttätige Filme. Also sahen mich die Leute als eine Art, wer ist dieser Kerl? Also, es war. Verließ L.A. und ich sprach auch über meine Kokainsucht. Es war zeitweise ein großes Problem, doch ich habe aufgehört. Dann kämpfte ich mit Du bist der Drache zurück, was Cimino nicht gefiel, wie erhofft. So endete meine Karriere. Und ich sagte noch, ich kann es nicht auf Hollywood- oder L.A.-Art machen, also tue ich es auf meine Weise. Ich war in New York zurück in die Stadt gezogen und ich gab alles, um Salvador zu drehen. Ein riesiger Film. Wieder war ich verrückt. In einem Bürgerkriegsland der 1980er ab 1985 traf ich den Journalisten Richard Boyle, einen wunderbaren irischen Freund. Er hatte dort mit Todesschwadronen und einer Frau dramatische Erfahrungen gemacht. Er hielt diese in Notizen fest. Ich nahm sie und schrieb mit ihm ein Drehbuch. Mit aller Kraft widmete ich mich der Realisierung dieses Films. Ich würde nicht aufgeben, bis wir es schaffen, bereit mein Geld einzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich als Drehbuchautor schon Geld angespart. Genug, um über einen größeren Bankkredit nachzudenken. Ich besaß einige Immobilien. Mit diesen Mitteln begann ich Pläne für meinen Film zu schmieden. $700.000. Das schließt Helikopter ein, es umfasst auch einen Bürgerkrieg, es beinhaltet Todesschwadronen. Aber Boyle war sich so sicher, dass wir die Zusammenarbeit von Salvador in Salvador bekommen würden, was ein sehr kostengünstiges Land für Dreharbeiten ist. Aber sie haben dort nie einen Film gedreht. Es war ein irrsinniger Vorschlag. Das zeigt, wie verzweifelt ich war. Aber ich wollte nicht aufgeben. Und ich schrieb das Drehbuch mit ihm und es war ein gutes Drehbuch, aber niemand wollte es anfassen, denn es war erneut kritisch gegenüber der US-Außenpolitik. Oh Gott, ich bekam im Leben so viele Absagen, schätzungsweise 10.000. Ich glaube, es reicht. Mit Ablehnung kann ich gut umgehen. Etwas Wichtiges von mir wurde neulich abgelehnt und ich habe es irgendwie ignoriert. Die Ablehnungen hören nicht auf.
Das ist der beste Rat, den ich geben kann. John Daly wurde als englischer Independent-Filmemacher vorgestellt, der gerade nach Hollywood kam. Er machte seine ersten Schritte und drehte einen Film, den mit dem Falken. Er war beteiligt. Er hatte eine Rolle beim ersten Terminator, doch gab es Schwierigkeiten mit Cameron. Sie konnten nicht harmonieren und so weiter und so fort. Zudem war er involviert bei... Okay, er ist so oft sauer, man verliert den Überblick. Er hatte gute Arbeit bei dem Gene Hackman-Film geleistet. Ja, Gene Hackman bei dem Basketballfilm. Oh, die Unbesiegten. Hoosiers. Ich liebe diesen Film. Und also, er versuchte gute Filme zu machen. Er hatte Geschmack, obwohl er nicht dafür bekannt war. Er war ein Boxpromoter in Afrika, bei dem Ali-Kampf, einem davon. Und er hatte einen zwielichtigen Ruf und so weiter und so fort. Aber er war ein liebenswerter Schurke. Ich mochte ihn als Cockney. Er war unprätentiös und stammte aus niederen Schichten und er zeigte keinerlei Respekt vor dem Establishment. Das war einfach seine Art. Er hat Salvador und Platoon gelesen. Ich schwöre, das ist wahr. Eine Geschichte, die man nie hört. Sehr selten. Aber er hat beide gelesen. Als ich ihn besuchte, ich lernte ihn durch Gerald Green kennen, falls es jemanden interessiert. Gerald war auch ein Charakter. Beide waren Schwindler. Aber sie waren gute Kerle. Sie schafften es gerade so und im Meeting sagte John zu mir, Gott, verdammt, beide Drehbücher sind wirklich gut. Welches möchtest du zuerst in Angriff nehmen, Oliver? Das ist wirklich ein Stück klassischer Dialog, weil man so etwas einfach nie hört. Niemand sagt so ja. Niemand sagt es. Alle sagen vielleicht und dann vergessen sie es. Oder sie sagen alle nein, aber sie wissen eigentlich nicht, worüber sie reden. Also gut, ich sagte, ich will Salvador machen, weil es frisch ist, es ist neu und ich werde Platoon nicht machen, weil ich es fast 3-mal gedreht hätte und es wurde zerstört auf dem Weg. Es wurde nie gemacht. Es ist verflucht. Es ist ein verdammter, verfluchter Film. Also hier, Salvador. Also begann ich mit Salvador und er hat mir tatsächlich geholfen, es zu realisieren. Und es gab einige Hürden. Es steht im Buch, dort endet es nicht. Bei der Herstellung dieses Films gab es so viele Probleme. Jimmy Woods war großartig, aber auch extrem launisch. Und damals. Ich bin mit ihm richtig gute Freunde geworden, aber mein Gott, er ebnete den Weg. Er war der Filmstar. Und jedenfalls haben wir es mit etwa 4 Millionen, 3 Millionen zusammengekratzt. Und das Geld war immer fragwürdig. Man wusste nie, ob es am nächsten Tag auftauchen würde, so ein Film. Es war zusammengestückelt. Weißt du was? Es funktioniert. Bitte sieh es dir nochmal an. Nein, es ist ein fantastischer Film. Ich meine, er ist sehr gut. Er hat eine Rohheit. Er ist so roh und so greifbar. Es ist bemerkenswert. Also gut, dann machst du Salvador. Und danach, das hätte mich fast getötet. Oder steigst du dann einfach um in einen anderen kleinen Film? 90 Sprechrollen, Bürgerkrieg, Hubschrauberschlachten, alles mögliche, Panzerkämpfe. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es irgendwie zu Ende gebracht und sind mehrmals pleite gegangen. Es ist eine großartige Geschichte. Dann sagt John zu mir, wir stritten ständig über den Schnitt, weil John sich wegen der Gewalt Sorgen macht. Und es gab jede Länge und alles. Ich hatte alle üblichen Probleme. Große Vision, 3 Stunden. Ich musste es auf 2 Stunden und 10 kürzen. Und die Gewalt, oh Gott, sie haben es abgelehnt. Jedes verdammte Studio, jeder Verleiher in Hollywood hat diesen Film abgelehnt. Das war herzzerreißend. Es war ein guter Film, aber zu gewalttätig. Damals einfach zu viel. Was macht Daly also? Er sagt, scheiß auf die. Ich gründe meine eigene Vertriebsfirma. Und das tat er. Er gründete die Vertriebsfirma Hemdale. Und er hat den Film im April 86 tatsächlich selbst vertrieben. Genau das hat er gemacht. Es startet nicht richtig. Er hat zwar kein Geld, um es wirklich zu verbreiten, aber immerhin wird es bekannt. Und es gibt einige anständige Kritiken. Die Leute beginnen zu sehen und sind begeistert, doch es dauert. Inzwischen sagt er, wir drehen Platoon auf den Philippinen. Also reise ich von Mexiko direkt dorthin mit $6 Millionen und wenig sonst. Platoon ist ein großer Film. Aber ich habe mit meinem Kameramann Bob Richardson erneut den harten Weg erlebt. Und Bruno und verschiedene Leute und Alex Ho. Also haben wir den Film mit 6 Millionen effizienter gedreht als Salvador, weil wir erfahrener waren. Und wir hatten all die üblichen Probleme mit Dschungel und Hitze und Klebrigkeit und Regen und all dem Mist. Es war nicht einfach, aber wir haben uns durchgekämpft, weil wir zäh waren. Und siehe da, siehe da. Es hat wirklich eingeschlagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie schnell es passiert ist. Im Grunde war es ein Nichtsfilm. Wir drehten einen B-Film auf den Philippinen.
so eine Art Chuck Norris Actionfilm. Niemand hatte Interesse daran. Wissen Sie, als wir die Rohschnittfassung zeigten, begannen die Leute zu reagieren. Wow, oh mein Gott, so etwas habe ich noch nie gesehen. Es war eine unerlebte Realität für sie. Eine Härte, eine Realität. Ich bin in die Einzelheiten dessen eingegangen, was ich erlebt hatte. Und genau das fehlt generell in Kriegsfilmen. Einige koreanische Filme kamen dem nahe, aber zu jener Zeit. Jetzt ist es fast Standard. Sie machen es. Doch es war schwer, die echte Realität des Dschungels und dessen Wahrnehmung einzufangen. Und das war entscheidend. Es war kritisch für die gesamte Erfahrung, den besten Teil. Es war eine Botschaft, zu sagen, alles ist ein Schwindel. Dieser ganze verdammte Krieg war ein Betrug. In meinem Buch erwähne ich 3 Lügen und gehe ins Detail. Das Ausmaß des Eigenbeschusses, bei dem Amerikaner sterben, ist weit größer als bekannt. Zudem das verheimlichte Konzept des Tötens von Zivilisten. In Vietnam war das massiv. Es war sehr verbreitet. Und nicht immer, aber es gab viel davon. Und versehentliche Übergriffe und solche Dinge. Und die 3., die größte Lüge von allen war, dass wir hier sind, um zu gewinnen. Wir sind hier am Gewinnen. Und das war von Anfang an nie wahr. Es war nie wahr, schon nicht seit 1947. Auch nicht, als wir uns mit den Franzosen einließen. Es wurde viel gelogen. Ich möchte auf das Konzept der Lüge zurückkommen und wie sie das amerikanische Leben prägte. Weil meine Eltern mir so viel vorgelogen hatten. Mit 16 zerbricht alles und ich denke, wir sind die glücklichste Familie der Welt. Aber nein, das stimmt nicht. Was ist los? Krach. Hier ist was passiert. Lüge, Lüge, Lüge. In meinem Leben habe ich gelernt, dass Menschen lügen. Oft nicht aus Bosheit, sondern aus Bequemlichkeit oder Angst. Aus verschiedenen Gründen. Diese Lüge, die sich von der Scheidung im Jahr 62 bis nach Vietnam erstreckt, ist alles, was ich sehe. Ich kehre lebendig in die Vereinigten Staaten zurück. Ich habe dort mit vietnamesischem Stoff Mist gebaut. Doch ich lernte viel, vor allem von schwarzen Soldaten, die Musik mochten. Ich erfuhr viel über Leben, Menschlichkeit und Durchhalten. Über Liebe. Es ist eine faszinierende Geschichte, die beiläufig passiert. Vieles davon floss in Platoon ein. Einige von Charlie Sheens besten Freunden im Film sind schwarz. Sie erdeten mich. Sie hielten mich am Boden. Ich blieb näher dabei. Und die Figur des Elias, gespielt von Willem Dafoe, ist auch sehr wichtig. Er wird zum Vorbild für den jungen Mann. Man sieht ihn am Ende des Krieges. Er ist zerrissen, sehr zerrissen. Er ist ein Mann, 2 Väter, sagt er. 2 Feldwebel verkörpern Gegensätze. Einer tötet den anderen, was den Dreh- und Angelpunkt des Films bildet, wo der überlebende Feldwebel Meldung erstattet. Nachdem er wegen Kriegsverbrechens angezeigt wurde, ermordet ein Feldwebel den anderen im Schutz der Schlacht unter Beschuss der eigenen Truppen und entkommt ungestraft, außer vor einem jungen Mann, der Zeuge wird und Rache schwört. Dies mündet in einen eindrucksvollen Höhepunkt, wo was passiert. Solche Dinge werden in Kriegsfilmen nicht gezeigt. Wenn man sich die anderen ansieht, auch die späteren, geht es im Allgemeinen darum, die Zusammenarbeit mit dem Pentagon zu erhalten und die Filmstudios und all das. Man muss sich an die patriotische Linie halten, oder? Die Vereinigten Staaten dürfen für ihre Kriege nicht kritisiert werden. Wenn man bedenkt, dass wir uns seit dem Zweiten Weltkrieg in 6 oder 7 Kriege hineingelogen haben, denke ich, dass die Geheimdienste uns so oft belogen haben und die Lüge im amerikanischen Leben weiter besteht. Das ist offensichtlich ein Thema für mich. Man sieht es bei JFK und man sieht es immer und immer wieder. Snowden, mein letzter Film von 2016. Ich bin wohl der Regisseur, der die Lügen aufspürt und sie entlarvt. Und das hast du schon immer getan. Seit dem Anfang. Ja, fast seit dem Anfang. Ich kann nicht anders und glaub mir, das hat mich schon in ziemlich heiße Wasser gebracht. Ich kann es mir nur vorstellen, Oliver. Also, ich kann es mir nur vorstellen. Jetzt, nach dem riesigen Erfolg von Platoon, dem Kassenschlager, den Oscars und all den Auszeichnungen, gehst du hinein. Meiner Meinung nach ein jahrzehntprägender Film, nämlich Wall Street. Er fängt wirklich einen Ausschnitt davon, wie die 80er waren, für Leute, die fühlen wollten, wie es war, damals dabei zu sein. Ich finde, das machst du mit vielen Filmen. Du definierst die Ära wunderbar, wie bei The Doors und JFK. Ich habe versucht, die Geschichte bestmöglich zu erzählen. Mit der Zeit verbesserte ich mich im Filmemachen, was vor allem Erfahrung erfordert.
Ich bin kein Genie. Und ich saß mit meinem Team, Bob, Bruno und Alex, zusammen. Wir legten für jeden Film einen passenden Stil fest. JFK wurde in einem spezifischen Stil umgesetzt, genau wie Natural Born Killers und Wall Street. Auch geboren am 4. Juli erhielt einen sehr eigenen Stil. Hart und fast wie CinemaScope. Eine Realitätsvision, eine lineare Geschichte. Linear gemacht von uns, nicht das Buch. Also bei jedem Film habe ich nie nachgedacht, ich habe einfach etwas definiert. Ich glaube, meine Arbeit hat seitdem viel Neues für mich definiert. Wenn es die Leute noch nicht erkennen, werden sie es irgendwann tun. Ich fokussiere mich zunehmend auf Dokumentarfilme. Bis jetzt sind es 9 oder 10. 8 oder 9. Darunter ist auch die unerzählte Geschichte der Vereinigten Staaten. Eine meiner besten Arbeiten war die von 2012. Sie nahm 12 Stunden in Anspruch. Es ging um die unerzählte Geschichte des Landes von 1898 bis 2012, einschließlich Herrn Obama. Bitte schauen Sie es an. Wenn noch nicht, müssen Sie es sehen. Ich empfehle es wirklich sehr, sehr. Ja, ich habe es gesehen, als es herauskam, und ich werde es mir noch einmal ansehen. Ja, ich weiß, aufpassen muss man. Nein, genau, absolut. Also als ihr damals Wall Street gedreht habt, Sie haben in Ihrer Jugendzeit an der Pariser Warenbörse gearbeitet, ist das korrekt? Woher wissen das? Ich forsche ein wenig. War das ein Grund, der Sie zu dieser Geschichte zog? Was bewog Sie dazu, sich Wall Street zu widmen? Da ist ja viel Leidenschaft erkennbar. Ja, ich arbeitete einen Sommer an der Pariser Börse mit Kakao- und Zuckeraktien. Und mein Vater war an Wall Street Großteil seines Lebens, 1930er, ab 1932, 3, 4, genau um 4. Er war in der Depression ein Abteilungsaufseher und wurde dann Börsenmakler, ein Analyst. Er hat sich hochgearbeitet. Es war das alte System. Er war gewissermaßen der Hal Holbrook-Charakter oder der Marty Sheen-Charakter aus Wall Street. Er war der altmodische Wertetyp. Es war der Weg. Mach es richtig. Für ihn galt die Wall Street als ernsthafte Religion, der Motor des amerikanischen Geschäftslebens. Er meinte es ernst, denn an der Wall Street suchte man Geld. Man ging dorthin, um sein Geschäft zu kapitalisieren, für Forschung. Und für die Kapitalbeschaffung. Ich meine, es ist sehr wichtig, Unternehmen aufzubauen. Seine Vision von Amerika war Aufbau und Fortschritt. Er betrachtete die Wall Street als positiven Faktor, was sie meiner Meinung nach für viele auch war. Klar gibt es Privilegien und Missbrauch. Manche nutzen das mehr aus. Doch mein Vater war ein guter Mann. Und ich denke nicht, dass er das tat. Geld war nicht sein Hauptziel. Er war ein Intellektueller und schrieb monatliche Briefe. Ihm lag wirklich etwas daran. Hätte er über 85 gelebt, wäre er gewesen. Ich bin überrascht, einen Typ wie Gordon Gekko zu sehen. Beim Drehen des Films beobachtete ich den Wandel in der Geschäftswelt. Freunde von mir in meinem Alter verdienten an der Wall Street Millionen. Ich übrigens auch. Damals war ich 43. Menschen machten bereits in ihren 30ern, einige sogar Ende 20, viel Geld. In der Jugend meines Vaters war das noch unvorstellbar. In Ordnung. Natürlich kam es ans Licht, ein neues Geschäftsmodell wurde enthüllt. Die Idee, dass Geschäftsleute wie Gekko in Firmen einsteigen und ihre Aktionäre dazu zu bewegen, für sie zu stimmen, diese Unternehmen aufzuspalten und in manchen Fällen zu kannibalisieren. Das bedeutet, sie nehmen große Konzerne und verkaufen einzelne Teile davon. Sie zerschlagen sie in Stücke. Genau das macht er im Film. Charlie Sheens Vater spielt dabei einen Gewerkschafter. Er ist Gewerkschaftsvertreter und leitet sie bei der Fluggesellschaft. Blauer Stern, wenn ich mich recht erinnere, ja. Er handelt aufgrund eines Hinweises, den er von Charlie erhalten hat. Er macht sich Charlies Naivität zunutze. Douglas. Michael Douglas macht es und tritt in das Unternehmen ein. Es ist eines von vielen Dingen, die er tut. Er tritt ins Unternehmen ein, ergreift allmählich die Kontrolle, zerschlägt es und zerstört zahlreiche Arbeitsplätze. Ich habe aufgezeigt, dass dies schmerzhaft war. Was wichtig ist, der Vater fühlt sich vom Sohn verraten und erleidet einen Herzinfarkt. Der Sohn erkennt daraufhin das Ausmaß seiner Taten. Er realisiert das gewaltige Ausmaß seines Fehlers, viele verletzt, ein Leben lang. Mit anderen Worten, er bereut. Er kommt an diesen Punkt. Sieh, was im Film passiert. Er verändert sich und nimmt Gekko ins Visier, entlarvt ihn bei der SEC und übernimmt die Verantwortung. Er selbst wird in die Angelegenheit verwickelt und muss dafür ins Gefängnis. Vermutlich lernt er seine Lektion, kommt aus dem Gefängnis heraus und er wird ein guter Mann, ein besserer Mann. Das ist eine wahre Geschichte. Es passierte oft.
Aber die Überraschung des Films war natürlich, dass sie den zunächst auch nicht machen wollten, denn wer interessiert sich schon für Geschäftswelt? Es gab davor nicht viele ernsthafte Geschäftsfilme. Das war er. Sie haben es sehr eigenartig verteilt. Das ist eine Geschichte, die ich im nächsten Buch erzähle. Aber es blieb bestehen und spielte mit der Zeit Geld ein, wurde zu einem großen Kultfavoriten. Mehr noch, wie du sagst, es beeinflusste viele junge Leute. Einige, die zur Wall Street gingen, traf ich später wieder. Manche machten dort ein Vermögen. Sie schulden mir etwas. Eine kleine Provision. In gewisser Weise war ich die Fortsetzung meines Vaters, denn er war Makler und verdiente Geld für andere, nicht für sich. Aber der Schock bestand darin, dass Michael Douglas, obwohl er nur eine Nebenrolle spielte und sozusagen der Bösewicht war, in den Köpfen der Leute zum Star des Films wurde. Gewinnt den Oscar. Ich weiß, der Film wird für nichts nominiert, nicht einmal für das Drehbuch. Und er hat so viele geistreiche Zeilen. Aber nein, er ging an Michael. Er machte in seiner Karriere, was er wollte. Ich finde, er war talentiert. Weißt du, wo er abblieb? Bei Mädchen und Geld. Aber er war der erste Teil des Films. Ich glaube nicht, dass er der zweite Teil war. Gut. Also, welche Erkenntnisse oder Lehren erhoffen Sie, dass die Menschen aus ihrem Lebenswerk ziehen? Ich beabsichtige nicht, Filme nur zur Bedürfnisbefriedigung zu machen. Ich strebe an, sie umfassend und unterhaltsam zu gestalten. Man kann den Leuten, die von der Wall Street weggehen, nichts vorschreiben. Oh Mann, ich studiere Ingenieurwissenschaften, werde aber aufgeben, um an der Wall Street ein Vermögen zu verdienen. Das war nicht beabsichtigt. Man kann also nie. Oft ist ein Kassenerfolg ein Missverständnis zwischen dem Publikum und dem Autor. In Ordnung, fair genug. Wo können die Leute denn Ihr Buch kaufen? Chasing the Light? Überall? Nein, nur ein Scherz. Nein, das können Sie nicht. Es ist auf Amazon und iTunes erhältlich. Wo Sie üblicherweise Bücher suchen, dort finden Sie es wahrscheinlich. In New York und LA gibt es hervorragende Buchläden und vermutlich auch in Texas. Dort könnte es ebenfalls verfügbar sein. Sicher. Ich hörte, das ist dort. Sie sind sich bewusst, die Verbreitung in Los Angeles ist unvollständig. Dieses Covid-Ding hat alles durcheinander gebracht. So viele Bücher wurden nicht geöffnet, das wissen Sie. Und dennoch verkauft sich das Buch gut. Interesse ist vorhanden. Eine gute Biografie, finde ich, aber sie ist überall erhältlich. Wann können wir eine Fortsetzung erwarten? Wann können wir mit einer Fortsetzung rechnen? Die nächste? Ich habe alles im Kopf und Tagebücher. Es dauert 1 oder 2 Jahre. Es ist eine lange, schwere Geschichte, die nicht in 86 endet. Es ist ein großartiger Kuchen, die Erfüllung eines Traums, quasi der Abschluss eines Lebensaktes. Du hast es geschafft. Mit 40, verdammt, stand ich auf meine Weise ganz oben auf der Welt. Sich gut fühlen, aber es ist verdammt schwer, Erfolg zu tragen. Du ahnst nicht, wie viele Leute etwas von dir wollen. Plötzlich wächst du, dein Umfeld wächst und du hast so viele Menschen in deinem Leben. Das ist ein ganz anderes Spiel. Kann ich dir eine letzte Frage stellen? Du hast während deiner Karriere im Studiosystem gearbeitet. Geldbeschaffung ist oft im Studiosystem verankert. Wie arbeitest du innerhalb dieses Systems, bewahrst deinen kreativen Kampfgeist, der in deinen Werken steckt, und trittst für deine Vision ein? Man muss es Schritt für Schritt tun. Keine Formel existiert. Ich habe mich auf das Studiosystem eingelassen. Platoon oder Salvador sind nicht darin entstanden. Nein, sie waren unabhängige Filme. Und sie fanden Anerkennung bei unabhängigen Geistern. Danach, fand ich einen Einstieg. Wall Street wurde von Fox, 20th Century Fox, unter Rupert Murdoch und Barry Diller produziert. Das war und dann begann meine Arbeit. Aber verstehe, ich tat stets, was ich wollte. Bis auf 1-2 Mal, als ein Studiochef mich kompromittierte. Ich schaffte es immer, es auf meine Weise zu tun. Es war mein Drehbuch. Oder ich war Mitautor. Oder auch ohne meinen Namen drauf, glaub mir. Es war meine Geschichte. Es war etwas, worauf ich ganz meinen Stempel gedrückt habe. Nie. Es hat nie funktioniert. Ich bekam keine Drehbücher vom Studio. Es klappte einfach nicht. Wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte? Manchmal. Es war ein großer kommerzieller Film, aber ich konnte ihn nicht machen.
Ich konnte mich nicht damit anfreunden, denn für sie muss ein kommerzieller Actionfilm alle 15 Minuten einen Höhepunkt oder eine Actionszene haben. Man gibt ihm sofort eine Struktur, Tom Cruise muss hier rennen und das tun. Und nach weiteren 15 Minuten wieder. Es zermürbt dich, musst es tun, fand meinen Weg so. Talkradio wurde wieder eigenständig gemacht, mit Garth Drabinsky in Kanada und Ed Pressman. Der Film, geboren am 4. Juli, wurde unter schwierigen Bedingungen und mit begrenztem Budget bei Universal gedreht. Cruise war bereits ein Star und es ging um das Schicksal eines Querschnittsgelähmten. Natürlich war das Studio nicht begeistert, ihn im Rollstuhl zu sehen. Man stößt auf solche Probleme und muss ständig kämpfen. JFK habe ich als Thriller verkauft. Ich habe es an Warner Brothers verkauft. Sie waren begeistert von der Mordgeschichtenidee. Sie dachten nicht daran, ich auch nicht, an all die politischen Implikationen, dies zu sagen. Aber ich war mir sicher, dass ich den wahren Weg von Jim Garrison folgte, der diese schreckliche Untersuchung begonnen hatte, die die Welt erschütterte. Aber er blieb standhaft. Er war die erste öffentliche Persönlichkeit, ein Staatsanwalt in New Orleans, der das wirklich tat. Niemand sonst sprach über dieses schreckliche Verbrechen, das im Unsinn des Warren-Berichts begraben wurde. Garrison hatte enormen Mut und zahlte einen hohen Preis dafür. Nixon war erledigt, von innen heraus, wird gemacht von Warner Bros. Warner würde es nicht schaffen. Es wurde von einem unabhängigen Mario gemacht, nicht von Mario und Ivana. Unabhängig. Doris wurde unabhängig mit Mario Kassar. Verstehen Sie, ich pendelte hin und her. Das waren unabhängige Produzenten, wurden in den 80ern durch Videoverkäufe erstarkt. Das machte den ganzen Unterschied aus. Wir hatten Videoverkäufe, diese Gruppe von Leuten. Dino Doranis war einer von ihnen. Aber Mario, Andy, John Daly, sie konnten sich kleine Königreiche schaffen. Und Harvey Weinstein aus diesen Videoverkäufen. Und das wurde zu einem Geschäft, bis es, wie bei all diesen Dingen, zum Missbrauch kam. Die Zahlen änderten sich. Und bis Ende der 90er, Mitte der 90er, waren die Zahlen wahnsinnig. Und Leute hatten zu hohe Erwartungen. Es ist immer die goldene Gans, verstanden? Beim Video sagen wir, gut, dann schlagen wir auf die Preise auf. Behaupten, es sei viel wert. Das ändert sich, es verzerrt alles. Schauspieler fordern 15, 20 Millionen Dollar pro Film. Es hat sich alles gewandelt und wurde kommerzieller. Und genau das passiert. Die Konzerne rücken an, weil das Geld lockt und diese unabhängigen Produzenten beginnen zu verschwinden. Sie können die Entwicklung über Zeit verfolgen. Viele verschwinden, weil die Filmstudios oder die großen Konzerne übernehmen das Geschäft. Oliver, ich schätze deine Zeit sehr. Vielen Dank, dass du in der Sendung warst. Und danke dir dass du all die Jahre du selbst warst. Herzlichen Dank dafür. Und ich empfehle das Buch allen sehr zum Lesen. Also danke. Bitte. Die Frage ist, wirst du es zu Ende bringen? Denn darauf kommt es an. Es ist hier. Ich kann es nicht beenden. Oh nein, ich werde es machen. Ich liebe Bücher dieser Art und du schreibst in das Buch. Ich kann mich fühlen, als wäre ich dabei und das ist so eine wunderbare Erfahrung. Ich liebe es, Geschichten zu lauschen. Ich bin ein Filmfreak und genieße es, verschiedene Arten von Geschichten und Insiderwissen zu erfahren. Als ich das Buch aufschlug, erwartete ich sofort, es als Oliver Stone-Werk zu identifizieren. Sollte es seinen Film ähneln, würde es unverblümt und wahrheitsgetreu sein. Genau das habe ich beim Lesen festgestellt. Deshalb bin ich sehr dankbar für die Veröffentlichung und hoffe, dass es zusammen mit dieser Show zahlreiche Filmemacher und Drehbuchautoren inspiriert. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, mein Herr. Denken Sie an die Lüge. Die Lüge ist das Thema. Das ist das Thema. Danke, mein Freund. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.